Australien, 1978. In einer Samstagnacht nimmt nahe eines Surfclubs eine schreckliche Tragödie ihren Lauf. Er liegt an der Barrenjoey Road. Es ist kurz nach Mitternacht, als die 18-jährige Trudie Adams die Party des Clubs verlässt. Da keine öffentlichen Busse fahren, beschließt sie, nach Hause zu trampen. Sie wird nie wieder gesehen. Auch noch nach 40 Jahren verfolgt dieser ungelöste Fall die Gemeinde und die Familie. Ich will keine Rache, nur wissen, was mit ihr passiert ist. Die Spur führt zu einem Gewaltverbrecher, der Verbindungen zur Polizei hat und über Jahre sein Unwesen treibt. Dieses Phantombild hat die Polizei mit Hilfe der Beschreibung der Vergewaltigungsopfer erstellt. Mein Name ist Ruby Jones. Ich bin Journalistin und arbeite mit dem Kriminalreporter Neil Mercer an der Aufklärung des Falls. Wir untersuchen das Verschwinden und den mutmaßlichen Mord an Trudie Adams. Der Fall steht mit zahlreichen Vergewaltigungen in Verbindung, die damals an den Northern Beaches passierten. Vergleich mal diese Haare mit seinen. Locken. Genau. Der Hauptverdächtige. Mehrere Opfer identifizierten Neville Tween als einen ihrer Angreifer. Er war als Einbrecher, Drogenhändler und Sexualstraftäter aktenkundig. Nach Trudie hören die Vergewaltigungen auf. Neville Tween hatte einen einflussreichen Freund, Mark Stanton. Er war einer der ranghöchsten und zugleich korruptesten Cops in Australien. Hat ihre Beziehung Tween ermöglicht, der Justiz zu entkommen? Ich frage mich, wie Trudie Adams Verschwinden an den Northern Beaches in einem Geflecht aus möglicher Polizeikorruption enden konnte. Dieser Fall hat eine gesellschaftliche Dimension. Er zeigt, dass Gewalt gegen Frauen oft ungestraft blieb. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute will die Gesellschaft, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Was geschah mit Trudie in dieser Nacht? Der notorische Verbrecher Neville Tween, auch bekannt als John Anderson, ist unser Hauptverdächtiger in Trudies vermissten Fall und 14 weiteren Vergewaltigungsfällen. Doch er wurde nie angeklagt. Es dauerte 30 Jahre, bis er überhaupt zu Trudie Adams und den Vergewaltigungen befragt wurde. Wir haben es hier entweder mit völliger Inkompetenz oder mit Korruption zu tun. Neville Tween starb 2013 im Gefängnis, verurteilt wegen Drogendelikten. Wie wir erfuhren, war er ein Informant und Freund von Mark Stanton, einem korrupten, ranghohen Polizeibeamten, der wegen seiner Beteiligung an Drogengeschäften selbst eine lange Haftstrafe verbüßt. Könnte es sein, dass Stanton weiß, was mit Trudie Adams geschehen ist? Wir müssen zwei Fragen klären. Hat Neville Tween Trudie Adams getötet? Und wurde er von Mark Stanton geschützt? Falls ja, ab wann wurde er geschützt? Wurden die Ermittlungen im Fall Trudie Adams von Beginn an beeinträchtigt? Gab es jemanden, der die Ermittler in New South Wales davon abhalten konnte, Tween unter die Lupe zu nehmen? Wir haben hier einen der obersten Beamten der australischen Strafverfolgung, verwickelt in einen massiven Drogenschmuggel. Scheinbar dachte man sich, dafür haben wir ihn gekriegt. Vergessen wir alles andere. Keiner wollte mehr Steine umdrehen, weil man nicht wusste, was darunter lauerte. Wir haben einen ehemaligen Ermittler aufgespürt, der Tweens und Stantons enge Beziehung offenlegte. Tween hat mit Stantons Familie Wochenendausflüge unternommen.
2008 entdeckte der damalige Detective Jason McLeod, dass Stantons Sohn Matthew auf seiner Bewerbung bei der Polizei Tween als persönliche Referenz angegeben hatte. Offensichtlich hatte Matthew keine Ahnung von Tweens krimineller Vergangenheit und seinem Ruf. Vater und Sohn haben vehement abgestritten, dass Matthew Tween als Referenz angeführt hat. McLeod fand auch Hinweise darauf, dass Mitglieder beider Familien geschäftlich miteinander zu tun hatten. Es gab eine Importfirma, gegründet in den frühen 90ern. Die Geschäftsführer waren Susan Anderson und Glenn Stanton. Susan Anderson war Neville Tweens Ex-Frau. Glenn Stanton ist Mark Stantons Bruder. Wurde das untersucht? Es ist wohl niemandem bewusst. Obwohl es einige Sachen gibt, die so offensichtlich sind, dass man sie kaum ignorieren kann. Wir haben uns die Zulassungspapiere der besagten Firma beschafft. Jack's Anmeldung 1993, Abmeldung 2002. Susan K. Anderson war die letzte Geschäftsführerin. Jack's Wholesale Imports handelte scheinbar mit Dessous. Die Firma wurde 1993 handelsgerichtlich eingetragen. Ein Jahr bevor Mark Stanton Neville Tween als Informanten registrierte. Das ist interessant. Glenn Thomas Stanton war von 93 bis 95 Geschäftsführer, gemeinsam mit John David Anderson alias Neville Tween, der im gleichen Zeitraum die Leitung hatte. Möglich, dass Glenn Stanton nichts von Tweens krimineller Vergangenheit wusste. Hier deutet nichts auf Korruption hin. Als Tween wegen des Anbaus von Cannabis festgenommen wurde, trennte sich Glenn Stanton von der Firma. Wir suchen nach Verbindungen zwischen Stanton, Tween und Trudie. 1979 wurde die Untersuchung ihres vermissten Falls auf Hunderten von Laufzetteln festgehalten. Wie der Zufall will, wird Mark Stanton auf einem davon erwähnt. Als junger Detective des Drogendezernats ging Stanton der Frage nach, ob Diener versucht hatten, Trudie Adams als Drogenkurier anzuheuern. Denn sie wollte nach Bali reisen. The police have always discounted the theory. I've never had any information that would substantiate that she was in any way involved in any drug matters. Wir haben auch keine Indizien dafür gefunden, dass Trudie in Drogengeschäfte verstrickt war. Aber Tween war dies definitiv und er war damals einer der Verdächtigen in ihrem vermissten Fall. Hat Stanton Tween 1979 kennengelernt, als er Trudies vermeintlichen Verbindungen zur Drogenszene nachging? Es ist schwierig, einen Gefangenen zu interviewen, aber wir haben eine Quelle, die einen Kontakt hergestellt hat. Wir fragen Mark Stanton schriftlich, ob er Informationen bezüglich Tween und Trudie hat. Wie Sie wissen, musste Ihr Informant Neville Tween 2011 vor der Untersuchungskommission aussagen. Wir möchten mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Tween Anderson sprechen. Sollte dies nicht möglich sein, möchten wir Ihnen die Fragen schriftlich zukommen lassen. Wir gehen hier einer noch größeren Geschichte nach, denn wir stellen einen Zusammenhang zwischen Trudie Adams' Fall und Mark Stanton her. Das hat bislang noch keiner getan. Manche hatten den Verdacht, dass Tween der Mörder von Trudie Adams war. Aber keiner hat sich das Gesamtbild angesehen und sich gefragt, falls Neville Tween darin verwickelt war, aus welchem Grund wurde er nie angeklagt? Während wir auf eine Antwort von Mark Stanton warten, entdecken wir einen vergessenen Einblick in Trudies Welt. Wir fahren die Küste hoch, um einen gewissen Steve Ogden zu treffen. Er hat vor über 40 Jahren einen Film gedreht, in dem Trudie eine kleine Rolle spielte. Ich freue mich darauf, ein lebendiges Bild von Trudie zu bekommen und von ihren Freunden. Denn es haben einige in dem Film mitgespielt. Wir werden Trudie zum ersten Mal in Aktion sehen.
1977 drehte Otten einen Film über die Surfer an Sydneys Stränden. Titel Highway 1. Das war mein erster Film. Wir wollten keine Profis, sondern einfach was mit den Leuten aus der Gegend drehen. Trudie war eine von ihnen. Wo ist das? Im Tonstudio. Sie hat da abgehangen und euch zugesehen. Das hat ihr Spaß gemacht. Sieht man. Sie hat immer gelächelt. Sie hatte sowas Strahlendes. Es klingt, als hätten viele sie vergöttert. Das stimmt. Ich vermisse sie, deshalb helfe ich gern, so gut ich kann. Ist lange her, zu lange. Ja. Wie alt sind Sie da? 26. Okay. Gleich kommt Trudie. Okay. Ist sie das? Ja. Es ist so schräg, sie plötzlich zu sehen. I wish they weren't going away. Yeah. Be a bit boring. Yeah. Doesn't matter though. Get a bit of sunbaking done. Die Jungs sind auf dem Brett und die Mädels nehmen ein Sonnenbad. Alle wirken so unbeschwert. Der Hund auf dem Autodach. Super Bild. Da ist sie. Eine andere Gruppe. Man kriegt einen guten Eindruck von dieser Zeit, der Surferszene in den 70ern. Trudie, is that Peter out there? Yeah. Went out to dinner last night at Colin Candle Creek. It was so good. Had such a good time. Yeah. Really nice. Have you been up there yet? Yeah. It's more than 100 years old. Yeah. Yeah, the runners don't used to live there. Sie genießen da eine so schöne Zeit. Wir alle wissen, was als nächstes geschah. Es ist beinahe grausam, das anzusehen. Jahrzehntelang hat niemand Ottens Film gesehen. Das war nicht ohne. Ja, ich hatte Gänsehaut. Sie sind wohl der Einzige, der Videoszenen von Trudie besitzt. Ja, die zeigen, wie reizend sie war. Kurz darauf ist sie verschwunden. 30 Jahre nach Trudies Verschwinden wird der ungeklärte Fall unter der Leitung von Detective Gavin McKean neu aufgerollt. Es ist 2008. Tween und Stanton sitzen zu dieser Zeit wegen unterschiedlicher Drogendelikte im Gefängnis. Als McKean sie zu Trudie Adams und den Vergewaltigungsfällen befragt, geben sich beide unwissend. Nimmt er an, dass sich ihr Verhältnis auf den Fall ausgewirkt hat? Ihr Verhältnis war völlig unangemessen. Mark Stanton hatte einen hohen Posten in der Kriminalkommission. Tween war ein Berufsverbrecher sowie Hauptverdächtiger in einem Mordfall und in Vergewaltigungsfällen. Sie mussten wissen, dass ihre Verbindung Auswirkungen auf all diese Punkte haben würde. Mein Interesse galt dem Fall von Trudie Adams. Ich fragte mich, ob Mark Stanton 1978 dazu beitrug, dass die Ermittlungen ergebnislos blieben. Deshalb habe ich ihn befragt. Ihr Eindruck? Es ist möglich. Ich kann nichts mit Gewissheit sagen. Sein Name tauchte auf einem Laufzettel auf. Später stellte sich heraus, dass die beiden ein enges Verhältnis hatten. Das ist keine Spekulation, sondern Tatsache. Aber Mark Stanton war damals noch jung. Er war noch nicht lange im Polizeidienst. Das schließt nicht aus, dass er die Ermittlungen gestört haben könnte. Aber es scheint mir unwahrscheinlich.
Ich kann hier nur mutmaßen, aber es war wohl kein Schutz im Sinne von, ich weiß, du hast sie getötet, aber die kommen nicht an dich ran. Eher, pass auf, die haben dich im Blick. Zieh den Kopf ein. Das kann jeder für sich interpretieren. Je früher Stanton und Tweens Freundschaft begann, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie diesen Fall beeinflusst haben könnte. Wir treffen den ehemaligen Detective und heutigen Kriminologen Mick Kennedy. Er kannte Mark Stanton und er wusste um den Ruf von Tween und seinem Komplizen Ray Johnson. Die beiden waren als skrupellose, brutale Drogenhändler bekannt. Wann hat Stantons Verbindung zu Tween seiner Ansicht nach ihren Anfang genommen? Denken Sie, Stanton lernte Tween und Johnson Ende der 70er kennen, etwa zur Zeit von Trudies Verschwinden. Manche sagen, sie lernten sich erst in den 90ern kennen. Ich denke eher, dass sich ihre Verbindung etwa Mitte der 1980er Jahre etablierte. Zu dieser Zeit, da stimmen mir andere Kollegen zu, war Stanton noch abgrundtief naiv. Er war ein naiver Kerl, der auf eine katholische Schule gegangen war. Tween konnte mit ihm spielen. Er wusste, dass er Stanton über lange Zeit für seine Zwecke einspannen konnte. Und so war es dann auch. Von welchem Zeitraum sprechen Sie etwa? Als Stanton an die Central Coast zog, hatte das wahrscheinlich mit Sporttauchen zu tun. Denn das war ihr gemeinsames Hobby. Johnson besaß ein hochseetaugliches Schnellboot. Stanton ist mit Johnson, Tween und anderen stundenlang zum Tauchen rausgefahren. Ganz schön suspekt. Schließlich handelt es sich um Drogendealer. 2006 wurde Neville Tween verurteilt, weil er Drogen in Behältern geschmuggelt hatte, die an Schiffsrümpfe geschweißt waren. Er hat sie beim Tauchen geborgen. Stanton bestreitet, mit Tween tauchen gegangen zu sein. Doch Kennedy ist überzeugt, dass Tween Stanton in seine Tauchausflüge eingespannt hat. Als Stanton begreift, dass es nicht nur darum geht, im Wasser herumzuplanschen, ist es zu spät. Er sitzt in der Klemme. Tween ist ein Freund der Familie. Die Frauen kennen sich und die Kinder. Das macht es schwierig. Wie konnte so jemand zum Freund der Familie werden? Wie konnte er ihn überhaupt in sein Haus lassen? Er wusste, was Tween getan hatte und wie gefährlich er war. Er gab sich mit Leuten ab, die absolut skrupellos waren. Für solche Leute sind andere nur Mittel zum Zweck. Ein Leben ist denen nichts wert. Diese beiden verband eine unheilvolle Freundschaft, die Tween dienlich war. Nicht Stanton. Mick Kennedy hat das Verhältnis zwischen Stanton und Tween in einem ganz anderen Licht dargestellt. Aufgrund unserer bisherigen Informationen sind wir der Frage nachgegangen, ob Stanton Tween geschützt und dafür gesorgt hat, dass man bezüglich Trudie Adams nicht gegen ihn ermittelte. Aber laut Kennedy funktionierte ihre Beziehung ganz anders. Demnach manipulierte Tween Stanton, der alles tat, was Tween wollte. Unsere Quelle teilte uns mit, dass Mark Stanton unsere Fragen schriftlich beantworten wird. Wir studieren nochmals die 14 Vergewaltigungsfälle, die sich vor Trudie Adams Verschwinden ereigneten. Wir suchen nach Hinweisen auf Neville Tween, die vielleicht übersehen wurden. Seit Trudie verschollen ist, gingen mehrere Mädchen zur Polizei, um zu melden, dass sie brutal vergewaltigt wurden und zu verängstigt waren, um darüber zu sprechen. Scheinbar handelt es sich um dieselben Täter. Sie haben die Mädchen in dieses Gebiet gebracht. Eines hat den Ort der Vergewaltigung genau beschrieben. Es scheint sich um dieses Areal zu handeln, das wir nun absuchen. Es waren immer zwei Männer? In jedem Fall. Neville Tween wohnte am Ku-ring-gai Chase National Park, wo die Vergewaltigungen passierten. Mehrere Opfer identifizierten ihn und seinen Komplizen Leonard Evans anhand von Fahndungsfotos. Dennoch wurde keine Anklage erhoben und die Männer bestritten, etwas damit zu tun zu haben.
Aber in den Ermittlungsakten von 2011 gibt es Hinweise, die dem widersprechen. Das ist interessant. Als Leonard Evans in Long Bay einsaß, hat Tween ihn im Gefängnis besucht und gesagt, ich habe ein paar Touring-Guide-Jobs zu deinen Ehren gemacht. Das erzählte Evans später einem Mithäftling. Die Polizei meinte zu Tween, sie sollen gesagt haben, dass sie ein paar Touring-Guide-Jobs zu seinen Ehren gemacht hätten. Tween fragte, wann war das? Im Juli 78. Er fragt nicht, was mit Touring-Guide-Job gemeint war. Ja, guter Punkt. Wäre er unschuldig? Hätte er nachgefragt? Was das sein soll? Er sagt nicht, wovon sprechen Sie, sondern das ist eine Lüge, alles frei erfunden. 2 Wochen nach Trudies Verschwinden sagte Evans Zellengenosse aus, Evans habe ihm erzählt, wie er mit Tween junge Frauen im Nationalpark vergewaltigt hätte. Evans hat dies abgestritten. Aber die Aussage deckt sich mit den Erzählungen der Vergewaltigungsopfer, auch bezüglich Details, die nie öffentlich gemacht wurden. Die Frauen wurden mit vorgehaltener Waffe im Bereich der Barrenjoey Road entführt. Die beiden Täter waren häufig maskiert, trugen Perücken und falsche Bärte. Die Frauen bekamen Handschellen und Augenbinden angelegt. Sie wurden ins Buschland gebracht, wo eine Matratze bereit lag. Manchmal haben die Täter Schüsse abgefeuert, um den Frauen Angst einzujagen. Die Opfer waren zwischen 14 und 18 Jahre alt. Sie wurden wiederholt vergewaltigt. Als eine junge Frau versuchte, sich zu wehren, ging die Waffe los und hat sie nur knapp verfehlt. Das Auffällige ist, dass diese Übergriffe zunehmend brutaler wurden. Einem Mädchen, das kurz vor Trudie verschleppt wurde, hat man mit der Waffe ins Gesicht geschlagen. Und sie haben ihre Waffen abgefeuert. Das Vorgehen der Vergewaltiger deckte sich mit dem Übergriff, für den Neville Tween verurteilt worden war. Dennoch wurde er nicht vernommen. Hat die Polizei versagt? Wir fanden erschreckende Hinweise, dass genau dies zutreffen könnte. Kurz nach Trudies Verschwinden wurden Neville Tween und Ray Johnson im Westen von Sydney unter Umständen festgenommen, die diesen Fall weit aufgesprengt hätten. Es meldeten sich zahlreiche Frauen, die aussagten, ihre Vergewaltiger hätten Bärte und Perücken getragen. Kurz darauf wurde Neville Tween von der Polizei erwischt mit Perücke, falschem Bart und Waffen. Er hatte auch einen Polizeiscanner. Einige Frauen sagten, sie hätten Funksignale gehört, die wie Polizeifunk klangen. Bei dieser Verhaftung hatte er etliche Beweise dabei, die ihn mit den Vergewaltigungen in Verbindung brachten. Aber es wurde kein Zusammenhang hergestellt. Es gab noch keine Computer. Ein Team von Polizisten hat ihn mit all diesen belastenden Dingen angehalten, während ein anderes Team die Übergriffe und Trudies Fall untersuchte. Scheinbar wusste dieses Team gar nicht, dass die Kollegen im Besitz dieser Hinweise waren. Die Polizei hat die Bedeutung eines weiteren Hinweises übersehen. Er wurde im Nationalpark gefunden und hätte Tween mit den Vergewaltigungen in Verbindung gebracht. In den 70ern berichtete der Ranger Brian Walker, nachts im Ku-ring-gai Chase National Park Schüsse gehört und helle Lichter gesehen zu haben. Er fand ein frisch ausgehobenes Grab, für das es bis heute keine Erklärung gibt. Zudem entdeckte er 1978 im Busch eine Matratze. Eine abgeschiedene Gegend. Walker berichtete der Polizei von der Matratze und einem weiteren Fund. Er führt uns dorthin.
Das ist die Stelle. Die Matratze lag hier. Dies könnte der Ort sein, an dem die Mädchen genötigt wurden. Da bin ich mir sicher. Als Walker die Stelle absuchte, entdeckte er eine Acetylenflasche für einen Schweißbrenner. Ich sagte den Polizisten, da liegt eine Gasflasche. Wir fragten uns, was sich hier abgespielt haben könnte. Sowas wird eingesetzt, um Tresore aufzuschweißen. Ganz genau. Es war bekannt, dass Tween beim Aufbrechen von Tresoren eine Sauerstofflanze einsetzte. Zudem wurden hier gestohlene Safes gefunden. Wenn man hier nachts eine Acetylenflasche anzündet, ist ihr Licht in der Dunkelheit so grell, dass man Angst kriegt. Wenn dies die Stelle ist, an die die Frauen verschleppt wurden, wurde vielleicht auch Trudie hierhin gebracht. Das ist sehr wahrscheinlich. Ist Ihnen damals auch der Gedanke gekommen? Ja, wenn sie an diese Typen geraten ist, wurde sie wohl an diesen Ort gebracht, meiner Meinung nach. Ich habe mich einige Male nach Buschfeuern hier umgesehen, in der Hoffnung, was zu finden. Aber mir ist nichts begegnet. Nichts. Diese Vergewaltigungen, die sich hier in den 70ern zugetragen haben, zeigen, dass der Lifestyle an den Northern Beaches von einer sexuellen Aggressivität geprägt war, die einem Angst einjagt. Mich macht der Gedanke wütend, dass man als junge Frau schon fast mit derartigen Überfällen rechnen musste. Es ist unfassbar, dass Frauen mit dieser Situation leben mussten. Ich bin nicht die Erste, die in diesem Fall ermittelt und frustriert ist, dass weder Trudie noch den Vergewaltigungsopfern Gerechtigkeit widerfuhr. Die Polizei hat 4-mal in dieser Angelegenheit ermittelt. Es gibt ein interessantes Foto von Neville Tween. Er wird in Handschellen zum Verhör gebracht. Die Untersuchung von 2011 war der letzte und in vieler Hinsicht beste Versuch, den Fall zu knacken und Trudie Adams' mutmaßlichen Mörder zu entlarven. Offensichtlich war Neville Tween der Hauptverdächtige. Er selbst meinte, wenn ich unter Verdacht gestanden habe, warum wurde ich dann nie befragt? Das ist eine interessante Frage, denn offensichtlich waren sich einige Polizisten sicher, dass er die Tat begangen hat. Einige Opfer berichteten, dass ihr Peiniger einen Sprachfehler hatte. Wir haben die erstmalige Erlaubnis erhalten, Neville Tweens Zeugenaussage zu senden. Aufgenommen 2011 vor Gericht. Wir vermuten, dass er gelispelt oder gestottert haben könnte. Da hört man Unterschiedliches. In erster Linie aber spielen wir hier seine Aussage ab, weil sie einen Zuschauer an irgendetwas erinnern könnte. Und wir hoffen, dass derjenige sich meldet. Tween wird vom Richter und dem Prozessanwalt befragt. Would it be fair to say that you appeared in court charged with a great many crimes before you were 20? Well, I don't know about a great many. Well, more than the average. Well, what's the average? I don't know. I don't say I'm an angel, I'm not saying that. All right, well, we're getting somewhere. Are you also aware that members of the New South Wales Police Force and possibly others consider you to be a suspect in a series of rapes? Yes, I read that in the Sun Herald. No police told me that. No one ever come out and interviewed me about that. No one ever showed me a photograph, asked me to go in a line-up in 30 years. And I reckon they got a red-hot case. Mir ist etwas aufgefallen bezüglich einer möglichen Sprachstörung. Statt Photograph sagte er, wenn ich richtig gehört habe, Photograph. Und True statt True. Und Operate statt Operate. Wie nennt man das? Weiß nicht. Seine Sprechweise ist speziell. Ungewöhnlich. Ja. In 1971, on the 6th of March
did you, with Len Evans, pick up a couple of young girls and take them to a bushland setting and rape them at gunpoint? Definitely not. At no time have I even been accused of such a thing. All these women said it looks like Trudie or Anderson. Not once did they even show a photograph, line me up to see the girls, you know, or put me before them. No such thing as a fair go, is there? Als der Fall 2008 und 2011 erneut untersucht wurde, hatten die Polizei und Trudies Angehörige große Hoffnungen. Wir taten alles, um herauszufinden, was ihr zugestoßen ist. Leider hatten wir keine rote Spur. Ich hoffe, dass diese Pressekonferenz der Polizei zu mehr Hinweisen verhilft, damit dieses Verbrechen aufgeklärt wird und diejenigen, die für das Verschwinden meiner Tochter verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Viele Freunde von Trudie waren bei dem Prozess dabei. Anita Starkey und Leanne Weir erinnern sich noch gut daran. Hatten Sie große Hoffnungen, dass der Fall endlich gelöst werden würde? Ja, sehr große. Endlich taten sie etwas. Wie ging's dir? Ich dachte, jetzt werden sie den Fall lösen. Es wird ein Resultat geben. Ein gutes. Ja. Aus einem schlechten. So etwas verändert schlagartig alles. Wir haben eine Freundin verloren, die uns sehr nahe stand. Es war furchtbar. Darüber kommen wir nie hinweg. Sie hat dieses Schicksal nicht verdient. Das stimmt. Leanne und Anita hatten alle Hoffnungen auf diese eidesstattliche Aussage von Neville Tween gesetzt. Er hatte verschiedene Namen. John Anderson, Neville Tween. Sahen Sie ihn im Zeugenstand? Ja, er wurde in Handschellen hineingeführt. Dann saß er da, lehnte sich nach vorne und starrte uns mit eiskalten Augen an. Als würde er sagen, ich sehe euch alle. Er war gruselig. Sicher wusste er, wie gruselig er wirkte und spielte damit. Er wollte alle einschüchtern. Darin lag seine Macht. Jeder sollte sich fühlen, als wäre er das nächste Opfer. Ich fühlte das. Angenommen, Tween war der Täter. Nun ist er tot. Was bedeutet das für Sie? Er hatte einen Komplizen. Jemand weiß etwas. Jemand, der mit ihm in diesem Auto saß. Sie hätte um ihr Leben gekämpft, das weiß ich. Sie hatte einen extrem starken Willen. Sie hätte sich gewehrt. Ganz sicher. Peter Hamill war der Prozessanwalt, der Neville Tween 2011 bei der gerichtlichen Untersuchung ins Kreuzverhör genommen hat. Heute ist er Richter. War er kurz davor, Tween zu knacken? Hatten Sie zu Beginn der Untersuchung Hoffnung, dass ein Durchbruch gelingen könnte und Tween tatsächlich auspacken würde? Der Untersuchungsrichter hätte den Prozess nicht angestrengt, hätte es nicht die Hoffnung gegeben, dass jemand einknicken oder Informationen liefern würde. Schien Tween bei der Wahrheitsfindung helfen zu wollen? Nein, das war sicherlich nicht seine Intention. So what's happening here is that there's an inquest to try to find out what happened to an 18-year-old young woman back in the 70s. Yes, that would be more interesting than all this other crap. Thanks very much for helping me. All right. The gentleman sitting here is Trudie's dad. And there's a number of other people in the back of the court who are friends of Trudie. And the objective is to get to the truth. Well, it's all been one-way traffic, hasn't it? It's always been in the paper. Whatever the police want, put in the paper and that. But where's all the evidence of 30 years? Ich habe die Anwesenheit von Trudies Vater erwähnt, um festzustellen, ob das eine Reaktion bei Mr. Tween bewirken würde. Aber das hat es nicht. Ihm war das egal. Hatten Sie den Eindruck, dass er das genossen hat? Er hat dieses Wortgefecht genossen.
Tween war über Jahrzehnte immer wieder vernommen worden. Er wusste, welche Tricks ich anwenden würde. Peter Hamill wollte Tween beim Lügen ertappen. Er wurde zwar nicht 1978 interviewt, aber 2009 von Detective Gavin McKean, als der ungeklärte Fall neu aufgerollt wurde. And you've never been charged with anything to do with the disappearance of Trudie Adams, correct? Nothing for me to be charged with. It's all speculation. Did you get interviewed by the police or not? No. When you say interview, what's your definition of it? That's okay, I'm quite comfortable with that answer, sir. No, I need to know what your definition is, because my definition and yours could be miles apart. Just speaking to me then, you made an assertion that you'd never been interviewed by the police, which is a claim that you know is palpably untrue. No, just a minute, What police are you referring to now? Let's get down to the nitty-gritty. Now, let me ask the questions, okay? And then we'll get out of here a lot quicker. When you were in New Zealand, did you meet a fellow called Len or Leonard Evans? Yes. And did you become a friend of his over many years? Yes. And I think that you committed some crimes together over the years? No. No? No. Did Len Evans ever come to Australia? Oh, yes. There was one exception there. What do you mean, one exception to what? Oh, we did something together. What did you do together? No interest to you. What did you do? Oh, I wouldn't say that. What did you do? I'm not going to tell you. Do I have to tell him? So ging das den ganzen Tag. Er sagte nichts aus, bis er mit stichhaltigen Beweisen konfrontiert wurde, dass er gelogen hatte. Er zeigte im Zeugenstand eine sehr arrogante Haltung. Tween wurde einen ganzen Tag verhört. Dennoch gab es keinen Durchbruch, nicht mal den Hauch eines Geständnisses. Die Untersuchung von 2011 erbrachte nicht ausreichend belastende Beweise gegen Neville Tween. Nachdem wir 4 Jahrzehnte an Ermittlungsakten durchgekämmt haben, finden wir das verblüffend. Wir wollen prüfen, ob es einen Zeitraum gab, in dem Tween bezüglich Trudies Verschwinden und den Vergewaltigungen hätte angeklagt werden können. Wir möchten wissen, was für eine Anklage fehlte. Wir bitten Nicholas Cowdery um Hilfe. Er war 17 Jahre lang Generalstaatsanwalt von New South Wales. Uns interessieren auch die Vergewaltigungen, die vor Trudies Verschwinden passierten. Denn hier gibt es starke Indizien, zu denen wir gerne eine Meinung hören würden. Es geht um unterschiedliche Zeitabschnitte. Da muss man den jeweiligen juristischen Kontext in Betracht ziehen, der zu dieser Zeit bestand. Es gilt auch zu klären, ob die Beweismittel noch zulässig sind, falls es diesbezüglich Gesetzesänderungen gab. Verhörprotokolle. Wir bringen die zu Ihrem Wagen. Cowderys Begutachtung der Beweislast wird einige Wochen in Anspruch nehmen. Mark Stanton hat uns 3 überaus detaillierte Antwortbriefe aus dem Gefängnis zukommen lassen. Er dementiert alle Anschuldigungen, die ihm bezüglich Tween zur Last gelegt werden. Er sei nie mit Tween tauchen gewesen, wohl aber mit Tweens Frau Susan im örtlichen Tauchclub. Und er bleibt bei der Aussage, sein Sohn Matthew habe Tween nicht als Referenz bei seiner Polizeibewerbung angeführt. Wir berichten Jason McLeod von diesem Dementi. Er hat in seiner Zeit als Ermittler genau diese familiäre Verbindung aufgedeckt. Ich hatte die Bewerbung nie in der Hand. Aber ich hatte Tween alias Anderson bezüglich meiner Angelegenheit als Verdächtigen im Polizeisystem markiert. Daraufhin kontaktierte mich ein junger Polizist aus der Rekrutierung. Er hat mir die Bewerbung wortgetreu am Telefon vorgelesen. Sagte er, auf dieser Bewerbung, die ich in den Händen halte, hat Matthew Stanton Anderson oder Tween als persönliche Referenz angegeben? Ja, als persönliche Referenz für Charaktereigenschaften. Ich bat ihn, das Dokument als Beweisstück aufzubewahren.
Und das taten sie. Denn in der Woche darauf erhielt ich einen Anruf von seiner Vorgesetzten. Sie kontaktierte mich, weil Mark sie angerufen hatte, um zu fragen, wie es um die Bewerbung seines Sohnes stand. Verstehe. Es war alles recht offensichtlich. Warum würde Mark Stanton das so kategorisch leugnen? Ich denke, in erster Linie, um seinen Sohn zu schützen. Damit sich der Schaden, den Mark der Familie zugefügt hat, nicht noch weiter auf ihn auswirkt. Die Polizei hat uns keine Einsicht in die ursprüngliche Bewerbung gestattet. Aber McLeod kann sich eindeutig erinnern. Wie sind Mark und Matthew Stantons Dementis zu bewerten? In seinem zweiten Brief an uns führt Stanton eine mögliche Erklärung an. Sein Sohn bewarb sich 2008 bei der Polizei, als Mark Stanton unter polizeilicher Beobachtung stand. Seine Telefone wurden abgehört. Stanton suggeriert, dass die australische Bundespolizei die Rekrutierungsstelle bezüglich seiner Verbindung zu Tween gewarnt haben könnte, um Matthews Bewerbung zu torpedieren. In diesem Fall wäre ein Vermerk an Matthews Bewerbung geheftet worden. Und der könnte McLeod vorgelesen worden sein. Er leugnet nicht, dass sein Sohn Umgang mit Neville Tween hatte. Gar nicht. Er leugnet nur die Anschuldigung, dass Matthew ihn als Referenz auf der Bewerbung angeführt hat. Ja, das streitet er kategorisch ab. Ich habe hier die umfassendste Beschreibung ihrer Beziehung und sie stammt von Stanton selbst. Er sagt, dass es diese Verbindung gab. Sie wohnten nah beieinander, gingen im selben Hundepark Gassi, waren im selben Tennisclub und ihre Kinder auf derselben Schule. Er stellt ihr Verhältnis dar, als wäre es unvermeidbar gewesen. Aber wenn man keinen Umgang mit jemandem pflegen möchte, lässt sich das immer vermeiden. Er sagt auch, dass Neville Tween in seinen Augen ein alter Gauner in Rente war, der die Küste heraufgezogen ist, um ein ruhiges Leben zu leben. Aber wenn er kein Krimineller mehr war, weshalb hat Stanton ihn dann 1994 als Informanten registriert? Er war noch immer kriminell aktiv. Dennoch pflegten Stanton und seine Familie Umgang mit ihm. Das war kein normales Verhältnis zwischen Polizist und Informant. Unsere Frage, ob er wisse, was Trudie Adams zugestoßen sei, beantwortete er mit einem klaren Nein. Wir fragten ihn, ob er über hilfreiche Informationen verfügt, was er verneint. Möglicherweise stimmt das. Ich weiß nicht, ob Tween und Stanton sich je darüber unterhielten, was Tween in den 70ern getan hat. Vielleicht fand dieses Gespräch nie statt. Aber sie kannten sich über Jahre. Wir können die Frage, ob er Tween beschützt hat, wohl nicht beantworten. Dazu fehlen uns die Beweise. Aber wir wissen, was Stanton uns selbst gesagt hat, dass sie viel Zeit miteinander verbrachten. Trudies Tod ist umso tragischer, da man es über 40 Jahre nicht vermochte, ihren Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Nicholas Cowdery hat unsere Beweislast und die Indizien aus 4 Untersuchungen zu Trudie und den Vergewaltigungsfällen begutachtet. Würden die Beweise reichen, um Tween vor Gericht anzuklagen? Am Ende des Prozesses sagte der Untersuchungsrichter, dass Trudie seiner Vermutung nach etwas zugestoßen ist. Aber er könne nicht sagen, was oder durch wen. Ein Gericht würde akzeptieren, dass Trudie Adams zuletzt außerhalb des Surfclubs auf der anderen Seite der Straße zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr gesehen wurde, als sie in einen beigen Holden Panelvan stieg, Baujahr 77. Keine Seitenfenster. Für den Rest haben wir keinerlei Beweise. Gibt es Ihrer Ansicht nach irgendetwas, das Tween mit Trudie Adams verbindet?
In meinen Augen gibt es keine Beweise, die Neville Tween mit Trudie Adams Vermisstenfall in Verbindung bringen. Keine, die vor Gericht Bestand hätten. Außer Vermutungen. Die reichen vor Gericht nicht. Ohne Beweise können weder der Täter noch die Geschehnisse identifiziert werden. 1978-79 gab es einige Frauen, die Neville Tween als ihren mutmaßlichen Angreifer identifiziert haben. Diese Serie von sexuellen Übergriffen unterscheidet sich vom Trudie Adams-Fall. Meiner Meinung nach hätte man Tween als einen der Täter identifizieren können, denn die Beweise basierten auf Vorfällen, die auffallend ähnlich waren. Vor 1995 hätte man angesichts dieser auffallenden Ähnlichkeit Tween festnageln und verurteilen können. Im Gegensatz zu den Ermittlungen im Fall von Trudie Adams kam es hier zu einigen Versäumnissen. Hätte die Polizei auf die ersten Meldungen aktiv reagiert, wäre es vielleicht nicht mehr zu anderen Vergehen gekommen. Es ist frustrierend, dass nach Cowdreys Ansicht die Polizei in Trudies Fall alles getan hat und doch ohne Ergebnis blieb. Aber hätte die Polizei die Vergewaltigungsfälle damals besser untersucht, wären weitere verhindert worden und Trudie wäre vielleicht nie verschwunden. Wie es scheint, lagen die entscheidenden Versäumnisse bei den Vergewaltigungsfällen dieser 14 jungen Frauen. Es gab so viele Indizien, die Tween mit den Übergriffen in Verbindung brachten. Sie wurden mehr und zunehmend brutaler. Es wurden Waffen eingesetzt. Dann verschwand Trudie und sie hörten auf. Es ist möglich, dass sie irgendeinem anderen Angreifer zum Opfer fiel. Aber wir wissen, was Tween an den Northern Beaches getrieben hat. Wir wissen, dass er diese jungen Frauen mitgenommen hat. Mir scheint es mehr als wahrscheinlich, dass er auch für Trudies Verschwinden verantwortlich war. Ja. Wir haben in den Gesprächen mit Leuten, die Trudie kannten, erfahren, dass sie eine sehr willensstarke junge Frau war. Sie hätte sich erbittert gewehrt. Die Polizei hatte unter anderem die Theorie, dass sie sich mit allen Kräften gewehrt hat und dabei ermordet wurde. Extrem abgelegen. Hier war vor 40 Jahren eine Schotterpiste. Ja. 10 Monate sind seit dem Beginn unserer Ermittlungen vergangen. Nun haben wir eine neue Spur. Unsere Quelle ist ein Ex-Polizist. Er war immer zuverlässig. Nils Informant lebte in den 70er und 80er Jahren an den Northern Beaches. Er erinnert sich an ein Gespräch mit 2 Kriminellen aus der Gegend, kurz nachdem Trudie verschwand. Einer sagte, er hätte gehört, dass ihre Leiche im Smith Creek am Christmas Tree Hill entsorgt wurde. Der Christmas Tree Hill zieht sich über das ganze Areal. Nicht nur diese Felsnasen. Damals war Nils Quelle schon nicht mehr bei der Polizei. Soweit wir wissen, wurde der Hinweis weder verfolgt noch publik gemacht. Trudies Leiche soll an einer bestimmten Stelle in den Fluss unter uns geworfen worden sein. An einer besonders tiefen Stelle. Es klang recht spezifisch. Er sagte, auf der einen Seite sei der Smith Creek, auf der anderen der Coal and Candle Creek. Einer der beiden Kriminellen verdiente sein Geld mit der Entsorgung von Leichen. Er soll sie in Stacheldraht eingewickelt und ins Wasser geworfen haben. Dies ist der neueste von Hunderten von Hinweisen, die über die letzten 40 Jahre zu Trudies Fall aufgetaucht sind. Wir wollen dem Hinweis nicht zu viel Bedeutung beimessen, denn wir wissen nicht, ob er wahr ist. Wir haben ihn an die Polizei weitergegeben, wo er in Trudies Akten aufgenommen wurde. Es hieß, vielen Dank, wir prüfen das und melden uns bei Ihnen.
and we'll get back to you. Wir haben Trudies Leiche nicht gefunden, aber wir haben Neville Tween eingehend unter die Lupe genommen, den wir für ihren Mörder halten. Und wir haben sein verstörend enges Verhältnis zu dem korrupten, ranghohen Polizeibeamten Mark Stanton offengelegt. – 40 Jahre sind eine lange Zeit der Ungewissheit, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Aber Trudie wurde nicht vergessen. Wir haben von Anfang an die Hoffnung gehabt, dass diese Untersuchung etwas losbrechen könnte. Dass es da draußen eine bestimmte Information gibt. Jemand diese Dokumentation sieht und sich an etwas erinnert. Wir haben getan, was wir konnten. Wir sind so weit zurückgegangen wie möglich. Wir haben unsere Informationen an die Polizei übergeben und warten nun ab, ob irgendwas dabei herauskommt. Went out to dinner last night at Creek. It was so good. Had such a good time. Wer auch immer Trudie mitgenommen hat, ist wohl mit Mord davongekommen. Bis stichhaltige Beweise ans Tageslicht kommen, bleiben uns nur die Erinnerungen an Trudie Adams. Bis dahin ist die einzige Gerechtigkeit für Trudies Familie und ihre Freunde, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird.